Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge sprechen wir über das ETP, das Exchange Traded Product von Amun, das morgen in der Schweiz an der SIX-Börse, der Schweizer Börse, an die Börse geht, beziehungsweise gelistet, kotiert wird. Für die Leute, die neu hier sind, wir machen hier Analysen, schauen uns Nachrichten an, gehen ein bisschen mehr in die Tiefe, unter anderem vor allem im Telegram-Channel. Deshalb die Leute, die noch nicht im Telegram-Channel, bitte in der Beschreibung nachschauen. Da könnt ihr gleich mitmachen und werdet auch regelmäßig von mir Updates, News, Analysen etc. bekommen. Eines dieser Dokumente, das wir heute anschauen werden, habe ich bereits vor einer Woche im Channel geteilt mit euch und von daher gehen wir jetzt heute auf YouTube ein bisschen mehr in die Tiefe ein. Heute Morgen habe ich noch ein Interview organisiert, beziehungsweise habe jemanden interviewt. Das war James Giancotti. Das ganze Interview war auf Englisch. Er ist der Gründer und CEO von OddUp und OddUp macht so Startup und ICO sowie Krypto-Ratings. War ein ziemlich spannendes Interview. Sobald ich das ganze Video habe, werde ich das Ganze wahrscheinlich mit Untertiteln entweder auf den YouTube-Kanal laden oder im Telegram-Channel veröffentlichen. Das weiß ich noch nicht ganz. Von daher auf jeden Fall im Telegram-Channel mal mitmachen. Da verpasst ihr garantiert gar nichts. Link in der Beschreibung. So, langes Intro. Um was geht es heute? Heute geht es um das ETP, das Krypto Index ETP, das an der Schweizer Börse SIX morgen gelistet wird. Steht hier, SIX ist Kotierungsstandort des weltweit ersten Krypto-Index ETPs von Amun AG. Erstmal, ETPs sind etwas anders als der ETF. Viele Leute, beziehungsweise in den Nachrichten wird halt oft über den ETF gesprochen. Das sind Exchange Traded Fonds, also ein Fonds, der an der Börse gehandelt werden kann. Ein ETP im Vergleich dazu ist ein Exchange Traded Product, also ein Produkt, das an der Börse gehandelt wird. Ein riesengroßer Unterschied, vor allem für die Zuschauer hier. Ihr könnt, sofern ihr keine institutionellen Investoren seid, könnt ihr den Krypto-Index ETP von Amun nicht kaufen. ETPs sind generell für Privatanleger ausgeschlossen. ETFs, die Exchange Traded Fonds, die börsenkotierten Fonds, das sind für Privatanleger und das ist eigentlich ursprünglich auch das Produkt, das, ich sag mal, die Kryptomasse, die Krypto-Community erwartet. Und nach wie vor haben wir leider noch kein grünes Licht von keiner Börse. Also es gibt auch in der Schweiz, in Amerika, in Asien noch kein ETF, das eigentlich eine Art Krypto-Index verfolgt. Das heißt, nach wie vor, wer in Kryptos investieren möchte, muss das via eigene Kryptowährung machen. Das heißt, man muss an die Börse gehen und an der Börse Kryptowährung effektiv kaufen. Was das ETP-Produkt von Amun so speziell macht, ist hier bereits beschrieben. Das ETP von Amun ist weltweit das erste Krypto-Index ETP, das einer regulierten Börse, ja, die SIX, die Schweizer Börse, ist reguliert, kotiert wird. Es basiert auf dem HODL 5-Index von Amun, der die 4 bedeutendsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung umfasst. Bitcoin, BTC, Ethereum, Ether, Ripple und Litecoin. Das neue Produkt wird ab heute an der Börse gehandelt. Jetzt, was ist interessant daran? Erst einmal die 4 bedeutendsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Wer im Telegram-Channel bereits drin ist, hat ein kurzes Video von mir vom heute Morgen Interview gesehen. Dort haben wir gesprochen darüber, ob die Zahl Marktkapitalisierung ein gerechter Wert ist, um Kryptowährungen zu vergleichen. Ich stelle die These mal so in den Raum, dass es die klassische Marktkapitalisierung wird sich verändern, beziehungsweise die Idee, dass eine Firma oder ein Kryptoprojekt nur oder pur nach Marktkapitalisierung bewertet wird, beziehungsweise dass die Marktkapitalisierung mit einer echten Firma, mit einem echten Startup verglichen wird, dieser Vergleich
wird mit der Zeit immer schwammiger. Ich glaube, Kryptoprojekte muss man nach anderen Sachen vergleichen und die Frage ist natürlich, wie macht man das? Kryptoprojekte werfen keine Dividende ab, haben keine Gewinne, haben keine Produkte oder Dienstleistungen und je nachdem ist das Token vielleicht in 5 Jahren gar nichts mehr wert. Wie evaluiert und bewertet man also Kryptowährungen? Das ist definitiv eine spannende Diskussion, das werden wir in einem anderen Video ein bisschen genauer anschauen, vielleicht auch mit dem wirtschaftlichen bzw. ökonomischen Hintergrund der Marktkapitalisierung, aber um das geht es ja heute nicht. Wir sprechen über den HODL 5 Index von Amun, interessanterweise eben die 4 Kryptos und wer auf die Webseite von Amun geht, das ist amun.com, sieht hier bereits den Amun Index. Der ist natürlich, wenn ich hier so ein bisschen mich wegschiebe, der ist heute ein bisschen tiefer als sonst. Und das ist natürlich allgemein wegen dem Markt, weil der Markt halt im roten Bereich ist auch der Amun-Index im roten Bereich. Wie gesagt, es werden die 4 großen nach Marktkapitalisierung getrackt, also verfolgt und von daher wird dieser Index auch dementsprechend runtergehen. Steht hier, ein ETP ist ein besichertes, unverzinstes und auf den Inhaber lautendes Forderungsrecht, das laufend als Wertpapier ausgegeben, gehandelt und zurückgenommen wird. Das heißt, das ETP ist an sich nichts anderes als ein Finanzprodukt, das man eben an der Börse handeln kann. Ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, vor allem für die Privatanleger, hier anders als bei ETFs handelt es sich bei ETPs nicht um kollektive Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen, das KAG, sodass besagtes ETP nicht von der FINMA überwacht wird. Die FINMA, die Finanzmarktaufsicht hier in der Schweiz, hat unter anderem den Auftrag, eben Privatanleger von Scams, von Betrug etc. zu schützen und zu schauen, dass alles reguliert und kontrolliert abläuft. Beim ETP ist das natürlich nicht der Fall, weil das ETP eben nur für institutionelle Investoren gedacht ist. Das heißt, dort zählen eben andere Regeln, andere Gesetze und die FINMA muss sich da nicht darum kümmern. Wer aber durch eine Bank, beziehungsweise wer eben institutioneller Investor ist, kann hier mit dieser Nummer eigentlich anfangen zu traden, den Amun Crypto Basket Index, beziehungsweise diesen HODL 5, den man quasi hier jetzt traden kann. Ist das Ganze etwas Gutes oder etwas Schlechtes für den Kryptomarkt? Ich sag mal, meiner Meinung nach etwas sehr Gutes, vor allem der Fakt, dass es in der Schweiz ist, dass, ich sag mal, die Presse etc., das wirft immer Wellen. Man kriegt ein paar Headlines, man erscheint in der Tageszeitung und wieder werden die Leute mit dem Thema konfrontiert. Natürlich, man sieht in der gleichen, auf der zweiten Seite vielleicht heute, sieht man, ja, Bitcoin wieder runtergegangen, alles im roten Bereich etc., absolut, aber für die Leute, die wirklich interessiert dran sind, beziehungsweise die das Ganze genauer verfolgen, die sehen, okay, Kryptowährungen werden langsam aber sicher reif für den Markt, reif fürs Trading und reif fürs investieren. Und das ist, denke ich, genau der Mindset, die Perspektive, die sich ändern muss. Es geht darum, dass Kryptowährungen immer noch in den Kinderschuhen stecken, keine Frage. Man spricht von Manipulation, man spricht von Preisfluktuation, die bei einem anderen finanziellen Produkt so nicht eigentlich eindeutig kennzeichnbar sind. Und bei den Kryptos ist das natürlich nach wie vor der Fall, aber Kryptos werden professioneller sich entwickeln müssen. Das wollte ich sagen. Wieso? Ganz einfach, wenn Banken, Institutionen, größere Versicherungen, Pensionskassen hier in der Schweiz, wenn man quasi weiter diversifizieren möchte, und das möchte man, weil Diversifikation geht nur bis zu einem bestimmten Punkt, dann steigt eben das Risiko etc., Risiko muss man einhalten etc., all solche Fragen, aber man will ja natürlich die Returns, also die Einnahmen eines diversifizierten Portfolios auch weiterhin steigern. Und Kryptos bieten dann natürlich eine interessante Alternative an. Und von daher denke ich, die Gesamtperspektive ist da sehr spannend. Für den Privatanleger, für dich und mich,
wird dieser Krypto-Index, das ETP-Produkt von Amun, nicht wirklich Wellen werfen. Wir haben wahrscheinlich sowieso in unseren Wallets schon Kryptos gekauft, von daher, wir sind nicht wirklich an einem Index interessiert, wir sind an der breiten Masse interessiert. Das heißt, für uns wirklich spannend ist das ETF-Produkt. Wenn ihr möchtet, dann werde ich dieses Dokument nochmal in der Telegram-Gruppe posten, beziehungsweise ich kann es eigentlich auch unter das Video posten. Das Dokument ist 140 Seiten lang, ist das offizielle, eigentlich wie die Art, die Broschüre, der Katalog von Amun AG. Und hier geht es genau ins Detail, wie das Ganze zusammengesetzt wird, wie der Index berechnet wird, wie versteuert wird, wo es angemeldet wird, wer dahinter steht, was alles bedeutet, etc. 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 Diese Kataloge bzw. eben Broschüren muss man unter anderem eben rausgeben, weil man ja jetzt an einer regulierten Börse eigentlich ein Produkt listet und von daher ist das quasi für die institutionellen Investoren eine Art Infodokument und da sieht man eben auch die Risiken, also auch die Risiken werden dargestellt von den unterschiedlichen Kryptos, die in diesem Index vorhanden sind. Wie gesagt, das Ganze meiner Meinung nach ein spannendes Thema. Wird nicht groß Wellen in der Preisdiskussion werfen, denke ich. Das ETP-Produkt wird da nicht wirklich groß gebraucht, um den Preis in irgendeiner Art und Weise zu verändern, meiner Meinung nach. Aber ich denke, alles in allem ist es eine positive Entwicklung. Jetzt, ich werde am Morgen wieder 6 Uhr morgens, ist leider mit im Vergleich Beijing-Zeit, also in China-Zeit, 6 Uhr morgens in Zürich, also Zürich-Zeit, werde ich ein Interview bzw. eine Art Gespräch führen wieder und da wird es um dieses ETP-Produkt gehen von Amun. Wer also da gerne mithören möchte, wer schon 6 Uhr morgens bei diesem kalten Wetter schon bereit ist und mithören möchte, den Link werde ich mit euch teilen in der Beschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben, den YouTube-Kanal zu abonnieren und ganz wichtig, beim Telegram-Channel mitmachen, denn dort gibt es die wichtigen Details. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann.